Hallo alle zusammen, ich bin Storm. Man nennt mich Storm. Das ist mein alter Ego. Ich bin geboren als Nils Robitzky. Bin in Heide geboren, in Schleswig-Holstein, an der Westküste da oben, an der Nordsee. Bin aber nicht da aufgewachsen, sondern die ersten 14 Jahre meines Lebens war ich dann zwar auch in Schleswig-Holstein, aber in Eutin. Das ist dann an der Ostsee. Das liegt direkt zwischen Kiel und Lübeck. Und habe da auch angefangen zu tanzen damals. Habe da angefangen mit Breaking, mit Popping, mit Locking, als die ganzen Filme rauskamen, 1983, 84 und so weiter. Dann, sobald ich mit der Schule fertig war, ging ich auf Reisen und da ging es für mich natürlich, obwohl vorher schon, da ging es mit der Schulklasse, das erste Mal nach West-Berlin, weiß ich noch, und die Stadt hat mich einfach verzaubert. So, und dann 1987 war ich fertig mit der Schule, damals mit Swift Rock aus Kiel, war ich viel unterwegs. Jeden Monat haben wir uns so ein Tramper-Monatsticket gekauft von der Bundesbahn. Das war damals ein Ticket, das konnte man sich holen. Das ist ähnlich wie Interrail heute. Interrail ist aber international, ist Europa-mäßig gesehen und das Tramper-Ticket war eben für Deutschland. Das bedeutet, man bezahlt einmal im Monat und kann dann den ganzen Monat lang in Zügen fahren, wie man will, egal welchen Zug, ob das nun ICEs, D-Züge, Interregios, Nachtzüge, egal was, man konnte die Züge nehmen und musste nichts bezahlen. Und deshalb war es super easy. Das hat, glaube ich, wie teuer war das? Ich glaube, mein erstes Tramper-Monatsticket hat 246 Mark gekostet. Kann man heute sagen, dass das ähnlich, rechnen wir es ruhig mal rum, in Euro, aber selbst wenn man sich überlegt, dass man dann als Schüler und Student wohlgemerkt, aber wir haben uns unsere Studentenausweise natürlich gefälscht, dass man als Schüler und Student dann für 246 Mark damals einen Monat lang durch Deutschland fahren konnte, kann man sich vorstellen, dass wir hauptsächlich in Zügen gelebt haben. Na gut, das war aber dann noch vor Mauerfall und so war es dann immer noch ein bisschen schwieriger, nach Berlin zu kommen. An den Grenzen war es dann immer so, erstens musste man dann 2-3 Stunden warten teilweise, weil sie irgendwelche Leute gesucht haben in Zügen, die es sowieso nicht gab. Und zweitens, es gab ja nur 3 Wege nach Berlin, einmal von Hamburg nach Berlin, einmal von Hannover nach Berlin und dann von München aus über Hof nach Berlin. So, wenn man da langfahren wollte, die günstigste Strecke war über Hannover und da musste man trotzdem immer noch 30 Mark extra zahlen und das Geld hatten wir meistens nicht. Und da gab es hübsche Geschichten, weil da haben wir uns teilweise in den Toiletten oben, da konnte man mit so einem Vierkantschlüssel die Klappen aufmachen und dann haben wir uns da oben einfach versteckt, haben zugemacht. Und wir waren uns den Konsequenzen gar nicht bewusst, wenn uns da tatsächlich mal ein Grenzer oder so, wenn uns die da erwischt hätten, das wäre richtig scheiße gewesen. So bin ich dann mit Swift und so sind wir damals, das erste Mal sind wir nach West-Berlin und haben dann die Berliner Hip-Hop-Szene entdeckt. Ja, und das direkt, Swifts Vater hatte damals eine Businesswohnung am Adenauerplatz, super gemütlich. Swifts Vater war immer nur, ich glaube Dienstag und Mittwoch war er immer nur da, deshalb konnten wir nicht am Dienstag und Mittwoch da schlafen, aber den Rest der Woche war immer alles easy, alles cool und so sind wir dann ständig nach Berlin gefahren und irgendwann war es dann so, dass Swift zur Bundeswehr sollte. Ich wurde ausgemustert, Swift sollte zur Bundeswehr und dann hat er sich sogar in Berlin gemeldet. Und so war er dann Westberliner und so waren wir dann sowieso die ganze Zeit hier und so war ich dann auch. Irgendwann habe ich gesagt, alles klar, ich bleib hier, nehme hier meine Wohnung. Nachdem ich in New York war, konnte ich mir den Kleinstadt-Flair konnte ich mir nicht mehr geben damals. Und da wollte ich auch einen internationalen Flughafen haben, weil ich wesentlich mehr unterwegs war als vorher auch schon und Berlin war einfach ideal. Und so bin ich dann nach Berlin gezogen. Also ein einschneidendes Erlebnis war damals, dass ich dann mit Zepster, den ja auch einige kennen, da sind wir ins KISS FM gegangen, am Kudamm damals, und ist zum DJ gegangen, Darazone, und hat gesagt, ey, pass auf, wir würden hier gern gegen alle Breaker battlen. Das war eine schöne Aktion eigentlich. Es war bloß ein bisschen komisch, dann ist einem Beil aus der Tasche gefallen, aus der Jacke gefallen, dann lag dann plötzlich ein Beil auf der Tanzfläche. War natürlich Absicht, um zu zeigen, wie hardcore Berlin war. Aber es war eine schöne Zeit. Also ich habe Chico kennengelernt an dem Abend, ich habe Maxim kennengelernt an dem Abend, ich habe Adrian kennengelernt. Alles Leute, die, später, wenn man das erste Mal in so einen Club geht und die Leute kennenlernt, dann ist einem nicht bewusst, wie weit das ausschlaggebend sein kann fürs spätere Leben. Aber heute weiß ich, dass das ein wirklich wichtiger Tag war und eine unglaublich coole Nacht. Ich weiß nicht, kennen noch Leute Hisham? MC Hisham, der hat damals auch ganz früh auch gebreakt und war aber hauptsächlich so ein Kung-Fu-Typ die ganze Zeit. Bei dem habe ich gepennt dann damals die Nacht. Ich habe damals auch noch Kung-Fu gemacht und wir haben uns die ganze Nacht über Kung-Fu unterhalten. Der wohnt mittlerweile in Taiwan zum Beispiel und den hätte ich neulich fast besucht. Da war ich dann da in Taiwan. Was heißt neulich, ist schon über ein Jahr her, aber wir sind in einem guten Kontakt. Ja, und es ist auch da, es ist lustig, dass so
alte Bekanntschaften, auch wenn es damals viel Stress gab in Berlin. Ich aber nie Stress hatte mit den Leuten eigentlich. Ich war halt Breaker. So deshalb war das immer alles irgendwie easy und man hat die Kontakte hat man pflegen können und man freut sich heute auch drauf, die Leute wiederzutreffen und mit denen über die Sachen zu reden, wie es früher war. Damals wie heute ist es so, dass viele Freunde von außerhalb kommen, die mich hier in Berlin besuchen. Und jedes Mal, wenn jemand kam, dann wollten sie natürlich die Berliner Mauer sehen. Deshalb ist klar, habe ich immer den gleichen Berliner Mauerspaziergang gemacht. Wir sind dann irgendwo, meistens sind wir dann Kotti raus, irgendwie sind dann da hoch zur Waldemarstraße, haben da dann angefangen und gingen dann entweder bis rüber dann, ich sag jetzt mal, was ist hier, Prinzenstraße oder so. Oft haben wir den Weg gemacht über Potsdamer Platz, dass wir entweder vom Potsdamer Platz, am Potsdamer Platz losgegangen sind und dann runter in Richtung Brandenburger Tor oder aber eben hochgegangen sind, auch Kreuzberg, Richtung Checkpoint Charlie. Das sind so die Wege, die wir meistens gemacht haben. Ich habe dann natürlich öfter die Veränderungen gesehen an der Berliner Mauer, wo jemand was neu gesprüht hat oder und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt muss ich dazu sagen, dass mich damals Graffiti nicht so sehr oder nicht so viel interessiert hat, wie dann ein paar Jahre später. Damals war es eher so, naja, wir sind an der Mauer lang gegangen und haben uns die meiste Zeit über Breaken unterhalten. Und wenn das Graffiti-Writer waren, sind dann hier und da mal stehen geblieben und haben sich ihre Sachen angeguckt. Was ich unglaublich interessant war eigentlich, dass ich mich irgendwann so an die Mauer gewöhnt habe, dass als die Mauer dann weg war, dass ich immer noch die gleichen Bögen um Ostberlin gefahren bin, als dass ich direkt durch bin. Außer natürlich so was wir kannten als die Geisterstation, wo man mit der U-Bahn durch ist oder so, ist klar. Die ist da ja eh lang gefahren. Aber ich bin dann immer noch außen rum gefahren und für mich war dann, ja, vom Wedding nach Kreuzberg zu kommen, war dann immer eine richtig weite Strecke, weil ich immer außen rum bin. Und es hat richtig lange gedauert, bis ich mir bewusst war, also der Geografie bewusst war, von Ostberlin, dass ich da dann auch direkt durch konnte. Vorher war es eigentlich so, dass man die meisten Teile der Stadt sowieso eher unterirdisch kannte. Nur wenn man Sachen abgegangen ist, dann, dass man sich auskannte mit Mauer und wo was war. Und da gab es verschiedene Abschnitte. Also ein Abschnitt, der auch sehr interessant war der Abschnitt Rudow, wo man die Mauer teilweise auf beiden Seiten sehen konnte, wenn man da runter ist. Und Rudow ist für mich bekannt geworden, einmal durch, ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Leute, die zuhören oder dass sie zugucken, dass die Leute noch kennen. Also erstmal Skywise, der da unten gewohnt hat, bei dem ich dann auch jedes Mal von Dienstag auf Mittwoch geschlafen habe, weil dann ja Swifts Vater in der Businesswohnung war. Und aber auch durch Harry und ACK, die auch eigentlich von da unten kamen, so die dann auch bei Tod durch Breakdance, bei TDB mitgetanzt haben und eigentlich meine Partner waren hier auch mit in Berlin und wir riesigen Spaß hatten. Die haben auch in Rudow gewohnt. Kai, Swift Rock und ich, wir waren eigentlich die einzigen 3 Breaking-Profis in ganz Deutschland. Für viele, viele Jahre. Bevor ich Kai getroffen habe, gab es eine Party im Quartier Latin, was heute der Wintergarten ist, die von Imperial Nation organisiert wurde. Und Imperial Nation waren Telle, Runex, Blackie und das war es aber auch schon. Ne? Also die 3 das waren so die Hauptpersonen. Und naja, die 3, die haben verschiedene Partys organisiert und das eine große Ding war eben im Quartier Latin. Und das Ding war so krass aufgezogen. Ich sag mal, es waren auch damals, ich sag mal, Berlin steckt ja voller Amis. Da sind dann auch die Amis aufgetreten und so weiter. Das sind, ich sag mal, auch Leute, die dann später bekannt wurden als Hyperdelics von Derazone, die dann auch bei Derazone noch auf dem Label waren und so weiter. Aber auf der Party, was ganz bezeichnend war für mich, wir waren Backstage, hatten Backstage die größte Party und da war einer, Maxim, der hat mich dann erstmal allen vorgestellt. Maxim war, ich weiß nicht, was das für ein Typ war damals. Ich wurde irgendwie nicht schlau aus ihm. Maxim, der hatte so viel Ansehen und ich weiß nicht, woher das kam. Der ist einfach zu dem gesagt, ja, hier, das ist der und der, so und das ist der und der. Hier, das ist meine Crew, BKs damals. Ich war danach auch auf dem Imperial Nation Jam in der Neuen Welt. Da sind wir dann in die Hasenheide runter, auf die Party. We Wear the Crowns nannten sie sich, auch Frankfurt sind aufgetreten und so sind dann Steve von Point Blank Breakers, später ein alter guter Freund von mir, aus Heidelberg unten, der ist dann auch mitgekommen, der war dann auch mit uns zusammen. Und da gab es zum Beispiel ein paar Situationen, auch da im Kreis.
Es war alles cool, wenn ich getanzt habe, auch wenn Swift getanzt habe. Aber als Steve reingegangen ist zum Beispiel, da war es auch so. Da kam dann gleich einer, hat sich vor ihn gestellt und wollte ihn schlagen. Und da ist auch Maxim rein und hat gesagt, nein, Frieden, die beiden auseinander, der gehört zu mir und das war's. Ja, also auch da hat Maxim für Ruhe gesorgt. Lustigerweise haben danach ja dann noch, hat bei We Wear the Crown, so viel ich weiß, hat der VW-Bus dann noch gebrannt. Nach der Jam. Die mussten flüchten. Ja, naja, aber es war eine große Party. Auch da, wenn man sich überlegt, so das Huxleys, die neue Welt, das war eine Roller-Disco. Ideal für Breaker, ideal für das Ding. Und es war eine der größten Partys, die damals stattgefunden haben. Ja, auch für Berliner Verhältnisse war es ein unglaublich wichtiges Ding, weil es viele Leute zusammengebracht hat. Es ist fast schade, dass heutzutage in die gleiche Richtung, dass da kaum noch was passiert. Ja, wenn ich mir das angucke. Ein paar Wochen später, als ich wieder in Berlin war ich am Kudamm wieder und da habe ich Maxim getroffen. Erstmal, hast nicht Bock mitzukommen? Ich wollte zu dem und dem gehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und dann sind wir losgegangen und dann sind wir aber, ich weiß noch, wir sind den ganzen Tag gelaufen, vom Kudamm dann durch Schöneberg und so weiter, überall mal hin. Und er ist bei allen Leuten kurz vorbeigegangen und hat nur gefragt, wie es ihnen geht. Der ist einfach, hat geklingelt, so, hey, wie geht's dir? Ja, gut, alles klar. Und hey, ja, cool, alles klar. Ja, hier und ach, hier. Ist ein Breaker aus Westdeutschland. Ja, cool. Und ja, der ist richtig krass. Ja, gut, und hey, cool. Und ich habe mir gedacht, so, wow, wie spricht der über mich? Da habe ich noch gedacht, geht der jetzt hier überall rum, um mich vorzuzeigen oder was weiß ich? Und dann wurde mir aber klar, nein, das ist Maxim, das macht der. So hat er, weil dann hatte ich mich an die Party vom Cartier Latin erinnert und konnte mich auch daran erinnern, dass er hat vermittelt. Der hat vermittelt und war eigentlich immer auch danach, egal wo ich ihn gesehen habe, Maxim war immer irgendwie ein Diplomat. Der hat diplomatische Arbeit geleistet in allen Verhältnissen. Ja, als ich später erfahren habe, was er für die Beatboxer getan hat, was er für die Graffiti-Writer getan hat, dass er eigentlich die 36 Boys, den hat er den Namen gegeben und der war immer überall und hatte überall Ansehen. Viele haben ihn dann natürlich auch, Maxim hatte seine kleine Gang und der war dann auch nicht ohne. Es gab auch Leute, die haben ein bisschen was abgekriegt, ja, wovon ich dann auch teilweise mitbekommen habe, obwohl es waren eigentlich auch immer Leute, die ich selber auch nicht mochte. Und deshalb hat Maxim mir dann auch, oder Leute, die dann auch bei BKs waren, da gab es Navi zum Beispiel, ja, die mir dann auch immer erzählt haben, so was sie dann gemacht haben teilweise mit Leuten. Aber andererseits war ich von Maxim und seinen Leuten irgendwo auch immer beschützt und geschützt. Ja, die haben dann auch dafür gesorgt, dass teilweise auch, das bei stressigen Situationen, und da gab es 2, 3 am Kudamm, wo ich mich dran erinnern konnte, wo es einmal nur von der Seite, ey, es ist ein Freund von Maxim, wo ich dachte, oh shit, alles klar, cool, danke dir. Ja, und damit war die Sache gegessen. Dann gab es eine Situation in der U-Bahn einmal, wo ich mit Swift an der U-Bahn gefahren bin, wo es knapp davor war. Wo dann auch so, und dann war alles klar, weil die wussten, ja, wir waren mit Maxim befreundet. Also es hat uns eher geholfen, als dass es uns geschädigt hatte, dass wir eben in keiner Gang waren. Bis zu seinem Tode habe ich mich richtig gut mit Maxim verstanden. Am Schluss hatte er noch eine Gruppe gehabt, die sich Battle Bunch nannte. Battle Bunch hat angefangen in Berlin und er hat das dann ausgeweitet und hat dann Leute aus Kassel und aus Westdeutschland, aus dem Ruhrpott und so weiter, hat er damit dazugenommen. Und das ist auch eine Sache, die wird in Westdeutschland bis heute von den Tänzern, die noch dabei sind, von Rubber Legs, von Robo Z, wird das groß angerechnet, was Maxim damals geleistet hat. Ja, und auch da zum Beispiel hat Maxim seine Beziehung, die er hatte zu anderen guten Tänzern, hat er spielen lassen, dass die Jungs in kürzester Zeit richtig gut waren. Da hat er bei mir angefragt, ey Storm, pass auf, ich habe da ein richtig gutes Talent, das ist ein Popper, hast du ein paar Videos für mich? Und so bin ich dann nach Hause und habe extra für Maxim ein Video fertig gemacht und das hat Robo Z hat das heute noch und er meinte, das Ding war prägend damals für ihn. Ja, dieses Video, weil ich habe ihm Videos gegeben, die er nirgendwo anders, Internet gab es ja noch nicht. Ja, es war 1998, 99, also ging es gerade los. Aber Videos online konntest du vergessen. Wir haben oft Straßenshows gemacht am Kudamm. Kai Eickermann, Swift, ich und dann waren teilweise BMXer dabei, wie Frank Wolf, den ja auch viele kennen, der auch lange Hip-Hop-Musik gemacht hat, wahrscheinlich auch immer noch macht. Frank Wolf und Ali Bayeste. Wir haben richtig viel Straßenshows gemacht. Später dann auch mit Flying Steps und so weiter, aber das war davor.
Und wir haben dann teilweise, wenn wir viel Geld verdient haben, um das dann nicht gleich wieder auszugeben also teures Westgeld auszugeben in Westberlin für Essen und so weiter. Naja, sind wir dann einfach einen Tag lang sind wir rüber nach Ostberlin und haben uns da gefühlt wie im Schlaraffenland, weil da gab es dann den Zwangsumtausch, der dann irgendwo fast unfair war. Und dann haben wir da drüben nochmal 5 Mark getauscht, 5 Westmark in Ostmark getauscht und da dann nochmal das 5-fache für bekommen. Und so haben wir uns da richtig gut gehen lassen in Ostberlin und haben da den Tag so verbracht, irgendwie, als wären wir Könige. Und dann wieder zurück nach Westberlin und haben weiter Straßenshows gemacht. Aber das waren auch schöne Erfahrungen, die wir gesammelt haben. So, und hatten dann natürlich auch immer, unsere Mission war eigentlich auch immer, dass wir Breaker finden in Ostberlin. Das hat aber nie geklappt. Wir haben uns absichtlich immer in die Zentren begeben, haben immer am Alex hingen wir ab und haben immer geguckt, was abgeht, ob wir jemanden treffen, ob jemand jemanden kennt. Egal wo wir waren, wenn wir Mädchen angequatscht haben, haben wir gefragt, kennst du irgendwelche Breaker? Irgendwelche Leute, die doch nur ein bisschen aussehen wie Hip-Hopper oder sowas. Waren alles keine Hip-Hopper. Da gab es mehr Punks und Rock-Fans als alles andere, aber Hip-Hopper gab es nicht wirklich. Haben wir keine getroffen. Die City West sah früher komplett anders aus. Also Wertheim, heute Hertie. Die bauen da ja schon wieder um, aber die hatten damals, das war ja das, was heute, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Früher ging der Bürgersteig ja viel weiter drunter. Also in dem Moment, wo es geregnet hat, erstens für unsere Radios, wenn wir Musik dabei hatten, war da die Musik wesentlich besser, weil Wertheim ging weiter drunter. Also man konnte unter Wertheim tanzen. Heute geht die Fensterfront bis ganz nach vorne und das ist so nicht möglich. Also die haben das Wertheim wurde erweitert. Ich weiß nicht, warum sie es damals so gebaut haben. Keine Ahnung. Dass das Erdgeschoss, dass das so tief drin war. Es war auch immer irgendwie, gerade für die Nachtgänger, sag ich jetzt mal so, für die Clubtypen und so weiter, wenn wir oftmals dahin kamen morgens, dann roch das auch oft nach Pisse. Man wusste also, das war eine riesengroße Pissecke. Und wir haben dann da oft und viel, gerade wenn es geregnet hat, haben wir eben darunter auch trainiert. Genauso wie bei C&A an der Ecke. C&A war ideal, weil da gab es sogar eine Steckdose. So, da haben wir dann natürlich mussten wir unsere Batterien dafür nicht opfern. Aber C&A ist da gewesen, wo heute Vapiano ist, an der Ecke in der Joachimsthaler. Da haben wir richtig viel trainiert, weil da der Fußboden auch glatt war. Da waren wir ständig. So, aber bei Wertheim war es halt eben so, da haben wir Straßenshows gemacht. Und weil da von der Akustik her war es halt besser, die BMXer sind da auch gefahren. Und was das Lustige war eigentlich auch da am Klops, das auf dem Breitscheidplatz, an der einen Ecke wusstest du ganz genau, da sind die Skater, immer haben sich da getroffen. Die Rollerskater, dann direkt an der Gedächtniskirche. Dann bei Wertheim waren dann die BMXer. Und wir Breaker, wir haben uns eigentlich immer unsere Plätze gesucht, je nachdem irgendwie, wo dann teilweise auch Musik lief und wer Musik mit hatte. Aber im Endeffekt, wenn wir Straßenshows gemacht haben, auch dann sind wir gewandert. Klops war immer zu laut, war immer nervig, weil da war halt der Brunnen, das war immer bescheuert. Und so waren wir, die meisten Straßenshows haben wir dann so zwischen den beiden Kirchen. Ja, du hast ja den neuen Kirchenturm, den alten Kirchenturm, direkt dazwischen dann Rekorder auf die Treppe gestellt und haben uns dann eben auch auf der Treppe haben wir uns hingestellt und haben dann dem Publikum präsentiert, ohne irgendwas zu machen. Aber 5, 6 Leute in gleicher Montur, in gleichen T-Shirts und so weiter und mit Pudelmützen mitten im Sommer. Da wussten die Leute schon, da geht gleich was ab. Also da wussten die Leute schon, wir machen keine Demo oder was, sondern wir machen eine Straßenshow. Die Zeit war für mich halt besonders bezeichnend, weil wir haben halt alles zusammengearbeitet. Ja, die Skater, die BMXer, die Breaker, also alle, die Straßenshows gemacht haben. Damals war ja auch noch Detlef Winterberg, der war ja auch noch dabei. Der wurde dann später richtig bekannter Regisseur für Varietés und so weiter. Der ist dann in Allgäu ausgewandert und der war dann bei Thomas Gottschalk bei Nasovas 1983. Bei Nasovas wurde der deutscher Breakdance-Meister im November 83. Detlef Winterberg, der war dann immer gold angemalt und hat eigentlich nur Robot gemacht. Und ein super cooler Typ, super angenehmer Typ, hat uns damals auch viel geschult, was Varieté und was unsere Shows anging und so weiter. Mit Kai Eickermann damals, war eine richtig klasse Zeit, ja. Was uns am Schluss wirklich mit professionalisiert hat, hier in Berlin auch, und was für mich wichtig war, auch überhaupt nach Berlin zu ziehen, weil die Tatsache, in Berlin gab es ja damals das Gangproblem, gab es ein riesengroßes Gangproblem.
Angefangen mit Colors mit Ice-T und so weiter, Colors, der Film zu Scarface und so weiter. So die Zeit war dafür, glaube ich, ausschlaggebend, dass es dann plötzlich in Berlin so krass abging. Auf alle Fälle so spätestens Ende der 80er Jahre hatte Berlin so viele Gangs und die waren so verbreitet hier, dass man wirklich aufpassen musste, wo man hinging. Und es wurde immer mehr irgendwie. Auf alle Fälle haben uns dann so Outreach und Gangway und so, die haben uns dann gefragt, ob wir nicht in verschiedenen Jugendclubs unterrichten wollten, weil sie gemerkt haben, dass wir als Breaker in alle Jugendclubs gehen konnten, ohne dass es irgendwie Stress gab. Das war bei Graffiti-Writern anders und das war bei Rappern anders, bei DJs und so weiter, aber also Hip-Hop, darauf sprangen sie sowieso alle an. Ich glaube, alle von diesen Jugendgangs standen auf Hip-Hop, haben sich identifiziert mit Hip-Hop. Jeder hat natürlich in seinem Bezirk auch seine Tags gehabt. Jeder wusste, oh shit, okay, hier bin ich in Kreuzberg, weil wegen der Tags. Hier bin ich in dem und dem Bezirk wegen der Tags. Du hast es gesehen anhand der Tags, der Throw-Ups und der Bilder, die dann irgendwo auch gesprüht wurden, in welchem Viertel du warst. Und natürlich gab es dann Stress, wenn jemand aus Kreuzberg dann ein Wedding-Bild gemalt hat oder auch nur getaggt hat oder sich da blicken lassen hat. Und so war es mit den Hip-Hop-Jams eigentlich auch immer ziemlich zäh und ziemlich gefährlich. So sind wir dann von, wie gesagt, von Tiergarten, Giants, Bredow und so weiter nach Wedding, zu den Black Panthers, nach Kreuzberg, zu den 36ers, nach Neukölln, Spinne und so weiter. Wir kannten sie irgendwie alle. Irgendwann war das dann so fruchtbar, dass wir richtig gut davon leben konnten. Und wir konnten sogar teilweise die Preise bestimmen, was krass war. Wenn wir keine Lust hatten, irgendwo hin, um da zu unterrichten, dann haben die einfach gesagt, na gut, wie viel willst du haben? Anfangs kamen sie dann immer, naja, du bist ja kein ausgebildeter Pädagoge, du bist ja kein ausgebildeter Lehrer oder was auch immer. Wir können dir nur den und den Satz zahlen. Und da habe ich auch gesagt, ihr glaubt doch jetzt nicht ehrlich, weißt du, da trainiere ich lieber für mich selbst, als dass ich das mache. Ja gut, wir kriegen da was geregelt. Ja, und so war es eigentlich jedes Mal, dass wir den doppelten Satz bekommen haben, auch noch von den Stunden beschissen haben. Ja, dass wir dann gesagt haben, ja gut, komm, wir tragen hier ein, ihr wart 6 Stunden da und dann sind das nur 3 Stunden und wir haben den doppelten Satz bekommen und so weiter. Und so haben wir dann wirklich auch gemerkt, wie begehrt wir waren, aber eben auch, wie fruchtbar das war. Ja, weil denn innerhalb von 2 Jahren war das Gangproblem dann am Schluss, war es nicht gelöst, aber es wurde auf alle Fälle komplett dezimiert. Und ich war richtig froh, dass ich einen großen Beitrag dazu leisten konnte und aber auch so viele Leute, so viele Talente in Berlin am Schluss auch retten konnte, dadurch, dass ich sie dazu gebracht habe, auch ein bisschen mehr zu reisen. Womit ich dann aber nicht jetzt unbedingt raus aus Berlin, sondern reisen innerhalb von Berlin, dass dann eben die Weddinger dann doch mal nach Kreuzberg kommen, um zu trainieren und so weiter. Wo ich denke, so, komm, das kriegen wir hin. Ich musste das vorher anmelden teilweise in der Naunin-Ritze oder so, musste sagen, hey, komm mal her, da kommen ein paar Weddinger irgendwie so, weißt du, nennen sich Flying Steps, die haben auch Bock, ein bisschen mehr zu trainieren. Ist das okay? Und die so, ja klar, natürlich, komm, ey, cool, natürlich. Und es hat alles Sinn gemacht und jeder hat verstanden, dass es von der Inspiration her viel gebracht hat. Und so sind wir dann immer eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, nennen wir es ruhig, 40, 50 Breaker gewesen in ganz Berlin, die jeden Tag wussten, wo die besten Trainingsstätten waren. Und so haben wir uns jeden Tag in diesen Trainingsstätten getroffen. Und die coolsten Trainingsstätten waren damals einmal Martha-Kirche in Kreuzberg, dann Nauninritze, ganz klar. Dann gab es in Wedding Lünerstraße. Lünerstraße erst und später, aber späten 90er Jahre war es dann Nauner Platz. Aber erst war es Lünerstraße, war der beste Platz im Wedding. Dann Bredowstraße, das war die Zille. Das war auch ein Zilleheim, so gelb angemalt gewesen damals. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, ob es immer die gleiche Farbe hat. Auf alle Fälle, da waren wir viel. Das ließ dann aber recht schnell nach. Und dann aber, was die absolute Mitte später war dann in Charlottenburg, war es dann das Zilleheim hinter der Deutschen Oper. Little B hat mich dahin geschleppt. Der war da zu Hause, der hat 2 Häuser weg davon vom Zilleheim gewohnt. Der hat mich dahin geschleppt und da, wo ich dann gesehen habe, was denn überhaupt in Berlin insgesamt abging und die junge Generation, die alle so zwischen 12, 16, 18, was da los war, da gab es die ganze Zeit, bei dieser Party gab es eigentlich nur Kreise und die Leute haben gar nicht normal getanzt, sondern sie haben die ganze Zeit nur gebreakt. Es war unglaublich. Also das war für mich war das ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, shit, hier geht's ab wie im Roxy in New York 1984. Es war unglaublich cool. Danach wurden dann auch immer mehr Hip-Hop-Jams organisiert, wo dann auch die ganze Stadt dran teilgenommen
genommen hat und eben nicht nur die Leute aus dem Bezirk. Das war wunderschön mit anzugucken, dass ich eben ein Teil dessen war, der die ganze Szene da zusammenbringen konnte. Nach Maueröffnung haben wir anfangs alle über die Ostler gelacht. Da ging nichts ab. Das waren alles, wir haben sie Toys genannt. Und Toys, wissen wir alle im Hip-Hop, das sind Anfänger, Leute, die nichts kennen. Aber die haben recht schnell gelernt. Und dann gab es die Insel, das war damals ein riesengroßer Jugendclub. Ich glaube, heute ist es kein Jugendclub mehr. Die haben da renoviert, restauriert. Heute ist die Insel Touristenattraktion und was weiß ich. Und damals war es so, dass die SWAT-Posse da heimisch war. Ich sage jetzt einfach mal, der Kopf von der SWAT-Posse war André Welskop. Eigentlich ein Jugendarbeiter, der aber sehr diplomatisch und gut gearbeitet hat für seine Leute, um was zu bewegen im Osten. Unglaublich cooler Typ. Die SWAT-Posse war ja eigentlich die ganze Posse. Da waren ja eine ganze Menge Leute drin. Aber Olli war der, zu dem ich immer am meisten Kontakt hatte, neben Andi, weil Olli auch tief und fest mit Andi zusammengearbeitet hat. Da gab es eine Menge Sprüher. Es gab sogar ein Mädchen, in das ich so ein bisschen verliebt war, aber ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern und so. Also es waren schon eine Menge Leute und die haben sich alle eben immer um Andi auf der Insel versammelt. Und Andi hat angefangen zu organisieren, viele Hip-Hop-Partys organisiert, angefangen eben auch auf der Insel, was eine richtig coole Location war, eben auch weil man auf der Brücke darüber, weil man halt aufpassen konnte, wer wirklich kommt und wer nicht. Also so konnte nicht viel kaputt gemacht werden. Und dann haben sie aber auch Partys organisiert, die teilweise und leider sehr oft auch von Westberlinern zerstört wurden. Ja, und so haben sie sich mehr und mehr auch auf Ostberlin beschränkt. Aber dann war es auch wieder gut, weil zu den Ostberliner Partys sind Leute aus allen Berliner Bezirken gekommen. Was eben auch wichtig war. Ja, also da fühlten sie sich so, das ist ein neutrales Gebiet. Und deshalb konnten sie sich da sehen lassen. Deshalb hat das funktioniert. An die Partys auf der Insel kann ich mich am besten erinnern. Und das waren die schönsten Partys. Gerade wenn sie im Sommer waren, weil man eben auf der ganzen Insel auch rumstreuen konnte. Da gab es Open-Air-Jams. 93, weiß ich noch, ein riesengroßes Ding, wo die SWAT-Posse dann auch Quickstep rübergebracht haben. Aus New York. Es gab dann noch so ein paar SWAT-Posse-Geburtstage. Das einmal war im Allende-Club. Und ja, dann weiß ich, irgendwann Adlershof. Das Ding war aber riesig. Das war riesig. Oh Mann, da war DJ Z-Trip. Z-Trip ist heute einer der bekanntesten DJs in Amerika. Der Typ ist unglaublich und der hat damals bei der SWAT-Posse aufgelegt und da hat Hightower hat damals seine Plattenkisten geklaut. Weiß ich noch. Die dann die Speiche wieder besorgt hat. Auf irgendeine Weise. Ich möchte nicht wissen wie. Ja, also solche Sachen sind da passiert. Muss man sich mal vorstellen. Aber es war eine super geile Party. SWAT-Posse hat öfter mal unten in Adlershof, da war noch eine andere Party, 93, haben die da auch schon eine Party gemacht, in der gleichen Location. Da waren plötzlich Kamerateams da, riesige Kamerateams. Wir so, was geht hier denn ab? Was ist hier los? Wie? Und wir kamen damit gar nicht klar, weil für uns war so eine Jam das war was Privates, das war ein Familientreffen und plötzlich waren Leute da, die waren irgendwie nicht eingeladen. Hatten wir das Gefühl. Was wollen die hier? Was wollen die großen Medien hier? Ihr macht uns alles kaputt. So nach dem Motto. Wir waren aber auch noch so behaftet mit dem Ding von 1984, was damals passiert ist, muss man sich überlegen, dass die ganzen Breaker und so weiter, da hat dieser Ausverkauf stattgefunden und da haben die Medien wirklich über die Tatsache, dass sie den Tanz B-Boying umbenannt haben und ihn plötzlich Breakdance genannt haben, Leute weiße Handschuhe angezogen, Spiegelbrille auf, Cappy auf und dann so getan irgendwie, als wäre es das, ohne sich damit auszukennen, also kompletter kultureller Ausverkauf, hatten wir eben Angst davor. Und da waren dann die Leute von Lost in Music. Lost in Music war dann ein Beitrag, der erst auf Arte ausgestrahlt wurde, wofür die Firma, die es gemacht hat, die nannte sich damals Weltbild. Weltbild, wofür die einen Grimme-Preis bekommen haben und wo die Hip-Hop-Szene in Deutschland richtig gut beleuchtet wurde. Und das war in Adlershof, haben sie einmal gefilmt und dann auch noch auf einer Jam in Hannover. Da waren die dann auch noch mal. Die nannte sich, glaube ich, Clean Jam oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Die SWAT-Posse hat's gebracht, dass sie eigentlich von außerhalb ständig Leute gebracht haben, die einen unglaublich krassen Namen hatten in der Szene und somit haben sie immer von den Besten auch gelernt. Und haben aber da auch dazu beigetragen, dass eben andere Leute auch davon lernen konnten. Ich sag mal, Adrian hat nichts anderes gemacht. Adrian hat auch mit Sharp, mit John One, mit A1, mit was weiß ich, wen der alles rübergebracht hat, mit T-Kid und so weiter. Der hat ja mit allen möglichen Leuten Kontakt gehabt und hat die rübergeholt, aber eben hauptsächlich im Graffiti, während SWAT-Posse
zugesehen hat, dass es Gesamt-Hip-Hop-mäßig tätig war. Und so kam dann eben auch, ich sag mal, damals beste Rap-Gruppe in Deutschland, war ohne Zweifel, war Advanced Chemistry. Und so haben sie auch mit Advanced Chemistry viel zusammengearbeitet, Cora E. Und dann aber aus dem Osten, absolut beste Rap-Gruppe, ohne Zweifel war Real Dope Thing. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Musik stimmte, Graffiti wurde gemacht, es gab richtig coole Aktionen, es wurden Leute eingeladen von außerhalb. Es war richtig fresh, weil die Partys haben wirklich alle Leute zusammengebracht. Was SWAT Posse auch noch für uns getan hat, was ganz wichtig war, dass Andi irgendwann mal gesagt hat, pass auf, habt ihr nicht Lust, ein Video zu machen über B-Boying? Da haben wir gesagt, ja, alles klar, machen wir. Ja, und er hat uns dann nach Schöneberg gesteckt, nach Schöneberg, ich weiß nicht, irgendwo beim Palast in der Nähe. Da war ein Jugendclub, auf alle Fälle hatten die da einen Schnittplatz. Ich sag, damals konnten wir hatten ja keine Computer, also es gab's noch nicht alles irgendwie. Ja, es war Anfang 90er Jahre, wer hat da einen Computer gehabt? Und sowieso, selbst wenn man einen hatte, dann hätte man damit keinen Videoschnitt machen können. Auf alle Fälle gab es da einen Schnittplatz und waren wir dann da 3-4 Tage und haben einfach ein Video zusammengeschnitten von allen Videos, die wir hatten, die uns inspiriert haben, weil uns aber auch ständig Tänzer angesprochen haben, woher wir denn unsere Inspiration haben. Und dann mussten wir bei Swift zu Hause immer einzelne Videos schneiden, was unglaublich kompliziert und anstrengend war und zeitraubend. Und so hatten wir jetzt endlich die Möglichkeit, dass wir eine Videokassette rausbringen konnten. Und aus der einen Kassette sind 2 Kassetten geworden, weil so viel Material war. Das haben wir bei der Party vorgestellt und haben dann gesagt, hier ist unsere Kassette, was krass war. Irgendein Gangbanger da hat dann die Kassette aus dem Videorekorder rausgenommen, geklaut und die haben wir dann aber durch Hüssein von 36 Juniors haben wir die dann innerhalb von 10 Minuten zurückbekommen. Da waren wir überglücklich, weil das war das Original, das war das Tape, sonst hätten wir nochmal 4 Tage ins Studio gemusst. Ja, wir waren völlig, als sie geklaut war, wir haben gedacht, shit, jetzt geht die Welt unter. 4 Tage Arbeit weg. Ja, das war für uns damals war es unwiederbringlich und der hat die Kassette wieder besorgt innerhalb von 10 Minuten. Also auch das eine super coole Aktion und das hat einfach auch hat uns auch nochmal gezeigt, irgendwie, wie wir angewiesen waren auf bestimmte Freundschaften in Berlin und aber auch, wie viel Vertrauen bestimmte Leute in uns hatten, dass wir die richtige Sache gemacht haben. Ja, und wie wir Berlin geholfen haben, dass es positiver wurde, weil ich sag mal, die meisten haben gesehen, dass es nicht so weiterging. Dann hatten sie mal eine Boatparty organisiert, die dann leider kaputt gemacht wurde. Ja, das war ein bisschen mies irgendwie. Da wurden gleich die Plattenspieler kaputt. Da war das Boot nicht mal abgelegt. Große Sachen, also riesengroße Sachen, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Mit die größten Jams, die es überhaupt gab in Berlin, auf dem Helmholtzplatz in Ostberlin, im Prenzlauer Berg. Der Helmholtzplatz, ich habe, glaube ich, noch ein paar Videodokumentationen. So wie der damals aussah und so wie er heute aussieht, es ist kein Vergleich. Komplett anders. Die Dinger nannten sich Street Jam, weiß ich noch. 1993 und 94 war das, glaube ich. Und zum Street Jam 94, da hat SWAT Posse dann eben auch Taino Tactics, ein Teil von Rocksteady, rübergeholt, die dann auch eine kleine Rap-Tour veranstaltet haben, die dann auch in Potsdam im Waschhaus aufgetreten sind. Ach, Potsdam-Waschhaus war aber auch eine super coole Location. Was da alles abging und so weiter. Das Ding war so ghetto, man konnte da eigentlich auch nichts mehr kaputt machen, deshalb war es egal. Und jeder, der da aufgetreten ist, der hat sich eigentlich gefreut, weil es so ghetto war. Man musste halt um nichts Angst haben. Es war auch wieder ein neutrales Gebiet. Wer da raus ist nach Potsdam, hatte seinen Spaß, direkt am Wasser und so weiter. Super coole Location. Auch da hat sich eine Menge geändert. Wenn man da heute hinfährt, das ist eine andere Welt. Das ist High Class heute mit den Theatern, die da sind. Die SWAT Posse hat bestanden, ich sage jetzt mal bis Anfang 1996 und dann ist Andi Welskop, ist er abgewandert, ist er nach Köln gegangen und hat bei MC Records angefangen. Und damit war die SWAT Posse dann in Berlin, war das Ding gelaufen und war vorbei. Die Leute von der SWAT Posse, gerade die Graffiti-Writer, die haben dann noch weitergemacht und haben auch eine Agentur aufgemacht, mit der sie dann ganz gut Geld verdient haben. Und ich glaube, die sind alle im Grafikdesign-Bereich geblieben und können auch froh sein, dass damals die Zeit so vital war. Ja, Anfang der 90er Jahre, als Andi die ganzen Sachen organisiert hat. Ja, und das war richtig groß von der SWAT Posse, dass sie diese Sachen organisieren konnten, organisiert haben und auch da das Positive gesehen haben im Hip-Hop und wie viel es ausgestrahlt hat für die
Society at large, ja, für die Gesamtbevölkerung in Berlin und dass es eigentlich nur Vorteile gebracht hatte, wenn man einen Austausch geschafft hat mit der Hip-Hop-Szene oder innerhalb der Hip-Hop-Szene.